Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Heute habe ich mal wieder was für die CX-5-Fahrer unter euch, und zwar wird es ein bisschen technischer. Wir bauen heute für euch eine Anhängerkupplung in unseren Vorführwagen ein, und dazu habe ich natürlich das Material ein bisschen vorbereitet. Wir packen das zusammen mal aus, schauen uns das mal im Detail an, und dann nehme ich euch natürlich auch bei der Montage mit. Wir haben so ein bisschen Einblicke ins Fahrzeug. Wie schaut es da eigentlich aus, wenn man da ein bisschen was zerlegt, wie wird das Ganze montiert, wie werden wir noch irgendwas programmieren und wie funktioniert das Ganze dann am Ende des Tages. Und wenn euch sowas interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Wir legen auch gleich mal los, denn wir haben heute einiges mit euch vor, und als allererstes geht es ans Geschenke auspacken. Wir haben das hier so für euch ein bisschen hindrapiert. Wir sehen schon mal 3 Pakete, und wie immer, wenn man Geschenke bekommt, man fängt natürlich mit dem größten Paket an. Das machen wir heute auch. Das ist natürlich hier, wie man sicherlich schon mal vermuten kann, wahrscheinlich das Hauptteil von der Anhängerkupplung, also die Anhängerkupplung an sich. Marcel, vielleicht kannst du einen kleinen Blick mal hier oben drauf werfen. Das sind solche Label, damit wird das Ganze dann zu uns gesendet. Ganz interessant vielleicht für die Zuschauer, das Ding ist richtig schwer, obwohl es gar nicht so ausschaut, 36,8 Kilo. Also das ist für eine Person dann echt schon so ein bisschen heftig zu heben. Wir haben das jetzt auch mit der Sackkarre runtergetan. Hier die Teilenummer, wir blenden die euch aber unten auch nochmal ein. Und es kann natürlich auch immer so ein bisschen sein, wenn das ganze Video jetzt hier vielleicht schon ein paar Jahre online ist, dass dann irgendwelche Zahlen sich ganz am Ende ändern, dann sind das immer weitere Generationen. Ja, ansonsten, viele Kunden fragen immer, ja, was kostet denn der ganze Spaß mit Einbau und so weiter. Das wollen wir ganz bewusst auf YouTube nicht nennen. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns gerne eine E-Mail, fragt bei eurem Mazda-Händler nach oder auch online. Bietet Mazda die Möglichkeit, in so einer Art Zubehörkonfigurator euch das eben zusammenzustellen, inklusive Montage, sodass ihr dann bei eurem Händler gleich mal den Preis sehen könnt. Jetzt geht es aber ans Auspacken, und ich würde vorschlagen, wir gucken direkt mal rein, was sich hier drinnen befindet. So, bisschen Platz machen, und auf den ersten Blick sieht man hier schon, dass wir wieder ein kombiniertes System haben, wie wir das auch schon vom Mazda 6e kennen, denn das ist eine vollelektrische Anhängerkupplung. Mazda sagt da auch Hands-Free dazu. Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr zum Öffnen und zum, wie sage ich das, nicht öffnen, zum Rausklappen und zum Reinklappen nicht noch irgendwie mit dem Fuß nachhelfen musstet. Das ist tatsächlich eben zum Beispiel beim CX-60 der Fall gewesen. Da musste man mit dem Fuß noch so ein bisschen nachhelfen. Da hatte man auch schon so eine Taste, die hieß dann teilelektrisch. Beim CX-5 Vorgängermodell war es eher so ein Seilzugsystem. Also hier hat man das wirklich ganz, ganz arg weiterentwickelt. Und das ist natürlich das Tolle dran, man muss sich da nicht irgendwie hinterher noch irgendwie bücken und sich irgendwas schmutzig machen, die Schuhe oder die Füße, sondern das rastert eben von selber ein, nur per Tastendruck. Und das schauen wir uns dann am Ende vom Video nochmal an. Ja, ihr seht schon, es hat so seinen Grund, warum das Ganze wahrscheinlich auch so schwer ist. Es schaut schon ziemlich massiv aus. Ich schaue mal, ob ich das überhaupt rausheben kann allein. Okay, das sollte funktionieren. Ich lege das mal so ein bisschen hin. So, vorsichtig. Gucken wir uns als allererstes mal dieses Bauteil an. So, also ich vermute mal, dass das jetzt auch schon im Endeffekt nein, das wird nicht die finale Position sein. Ich sehe gerade, das Label ist hier nach oben jetzt für euch gesehen. Das wird dann nach unten stehen. Und ja, können wir uns vielleicht mal die Werte ganz kurz angucken. Hier ist auch noch was Interessantes zu sehen, das für euch immer wichtig ist. Wir sehen hier ein S, 90 Kilo, das heißt Stützlast. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wenn ihr mit einem Fahrradträger unterwegs seid oder Wohnwagen. Hauptsächlich natürlich für den Fahrradträger auch, denn viele von euch haben ja mittlerweile E-Bikes. Die sind relativ schwer, wiegen schnell mal zwischen 25 und 30 Kilo. Und die klassische Stützlast früher waren immer 75 Kilo. Da ist man schon relativ nah an die Grenzen gekommen. Da musste dann immer meistens noch den Akku ausbauen. Und hier ist es tatsächlich mit 90 Kilo sehr einfach möglich, trotz Fahrradträger dann ja 3 E-Bikes zu montieren. Ist tatsächlich auch ein bisschen mehr wie beim Vorgängermodell. Da hatten wir 84 Kilogramm. Anhängerlast bei dem CX-5 ist übrigens pauschal 2 Tonnen für die beiden Versionen, die angeboten werden. Also im Endeffekt wirklich ein sehr, sehr hohes Maß. Da kann man schon einen ordentlichen Wohnwagen hinten dranhängen. Okay, schauen wir uns mal noch ein bisschen mehr an, was im Karton ist. Hier haben wir einmal natürlich die Einbauanleitung.
Da ist dann auch die EG-Prüfung drin, deswegen solltet ihr euch am besten auch immer dieses Dokument jetzt hier ins Auto irgendwo reinlegen oder zumindest irgendwie eine Kopie zumindest von dieser einen Seite, damit ihr nicht so viel Papier dabei habt. Wenn wir das Ganze umdrehen, ist natürlich Befestigungsmaterial dabei, Beilagscheiben, kleine Abstandswinkel und so weiter. Und hier noch Halterungen, das schauen wir uns dann aber natürlich näher nachher im Video nochmal an. Okay, dann fällt mir hier ins Auge relativ schwere Metallteile. Okay. Okay, also so schaut es von der Seite aus, sind symmetrisch bzw. identisch, würde ich sogar sagen. Ja, ich vermute, dass wir das hier eben brauchen, um das Ganze am Fahrzeug zu arretieren. Diese 3 Punkte hier sollten deckungsgleich sein. Ja, so wird es dann vermutlich am Fahrzeug montiert werden. Okay, dann gibt es aber noch mehr. Ja, das schaut mir doch sehr stark nach einem Hitzeschutzblech aus. Schauen wir uns auch mal an. Das Aluminium sehe ich gerade. Ist so ein bisschen abgekantet, interessant, diagonal. Wird wahrscheinlich irgendeinen Grund haben. Von der Form her werden wir uns nachher auch mal anschauen. Kann ich jetzt nicht genau sagen, wo das hinkommt, aber wahrscheinlich irgendwo in der Nähe vom Auspuff oder vom Endschalldämpfer. Okay. So. Ja, hier unten drunter, ich gucke mal sicherheitshalber noch. Aber nein, keine weiteren versteckten Geschenke. Den Karton hat man auch schon extra so geformt, dass man hier unten einen Gabelstapler drunter kann, damit die natürlich auch ein bisschen schneller transportiert werden können, ein bisschen einfacher. Was ich auch interessant fand, also hier seht ihr immer am Label, wann wir das bekommen haben, wenn man da so aufmerksam zuschaut, hier 12.3. das ist angeliefert worden, also wirklich ziemlich frisch. Aber, ich habe hier hinten rechts das gesehen, hier schaut mal her, 42.07.26, interessantes Datum. Ich habe keine Ahnung, was die damit sagen wollen. Das liegt ja in der Zukunft, also das ist irgendwie auch Käse. Ich dachte, dass da vielleicht irgendwie so das Produktionsdatum war. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Okay, ja, 2 kleine Pakete haben wir noch. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Nehmen wir mal das Weiße hier. So, gibt es da irgendeinen Trick? Nö. Also schauen wir uns kurz nochmal hier an. Ich weiß nicht, ob du das vorhin aufgenommen hattest. Hier ist die Teilnummer. Das sollte vermutlich der Elektrosatz sein. Gucken wir uns auch mal an. Jawohl. Es gibt also ein zusätzliches Steuergerät, das man einbauen muss, ganz typisch. Da kommen dann eben die Stecker teilweise vom Auto mit rein, teilweise natürlich von der Anhängerkupplung. So. So sieht es dann aus. Hoffen, dass wir schon was erkennen. Ah, ich kann hier schon so ein bisschen was erkennen. Wie beim CX-60 haben wir so eine Taste dann im Kofferraum, die man drücken kann. Die wird dann auch hier leuchten. Schön dezent, finde ich, schaut schick aus. Und kleiner Lautsprecher, dass man eben hört, diesen Signalton, wenn eben die Anhängerkupplung sich öffnet. Wenn da irgendwas in Fehlfunktion wäre, würde man das auch hören können. Und natürlich ganz, ganz viel Kabel und Stecker, die es zu entdecken gibt. Bisschen Abdämmmaterial, Kabeldiebe, Sicherungen, Kabelbinder, also wirklich alles dabei, was man für die Montage braucht. Da ist hier alles drin, was das Thema Elektrik angeht. So, das kommt auch mal wieder rein. So, jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Ist viel kleiner, aber schwerer. Gucken wir mal so an. Hier ist noch was festgeklebt. Schaut schwer nach Metall aus. Oh, okay, habe ich bisher auch noch nie gesehen. Das sind sogenannte Halterungen, die werden hinten noch montiert. Kann man auch schon vorstellen, woran das liegt. Meistens muss man bei der Anhängerkupplung, wenn man die montiert, hinten so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Pralldämpfer wegmachen. Ich nenne es immer so ein bisschen wie so eine Leitplanke, die man natürlich hat zum Schutz des Fahrzeuges. Da dann allerdings genau an dieser Stelle dann dieser massive Anhängerkupplungsbau hinkommt, ersetzt es sozusagen diesen Pralldämpfer. Aber ich vermute, dass in dem originalen Pralldämpfer diese Halterungen dran sind, die braucht man für die Auspuffgummis. Also da sind so Gummis dran und dann schwingt unten drunter so ein bisschen ohne Vibrationen zu erzeugen der Endschalldämpfer. Und ich vermute, dass in diesem Pralldämpfer das eben dran ist. Und dann muss man die vorher noch dran machen,
damit man wieder schön die den Auspuff montieren kann. Okay, habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Interessant. Gucken wir uns natürlich auch mal an. Und jetzt hätte ich gesagt, haben wir genug ausgepackt. Jetzt geht es mal hoch zum Fahrzeug und wir fangen schon mal so ein bisschen mit der Montage an, bis was Interessantes zu sehen ist. Und dann nehme ich euch direkt hier im Video wieder mit. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um euch hier so ein bisschen Details zu zeigen. Wir haben schon einiges geschafft. Und nicht erschrecken, es schaut relativ wüst innen drin aus. Wir müssen natürlich wirklich viel ausbauen. Aber das ist natürlich auch ein perfekter Zeitpunkt, um euch ein bisschen was zu zeigen, was ihr normalerweise nicht so richtig sehen könnt. Und ja, das Erste, was euch natürlich auffällt, es ist relativ leer hier drin. Wir müssen wirklich fast alles raustun. Bis auf dieses Schätzchen hier, das ist unser Bose Subwoofer. Den habt ihr natürlich nur, wenn ihr ein Bose Soundsystem drin habt. Es gibt übrigens, kleine Nebeninfo, einige Länder, die haben hier dann das Notrad. Das ist tatsächlich in Europa nicht der Fall. Das kann man zwar dazu bestellen, aber haben wir hier nicht. Und hier links seht ihr schon mal, habe ich die Seitenverkleidung noch weggelassen, damit man es ein bisschen besser sehen kann. Es sind sehr viel Kabel, da sind auch einige Steuergeräte dabei. Das müsste das sogenannte Body Control Modul sein. Das ist im Endeffekt unser wichtigstes oder eines unserer wichtigsten Steuergeräte im Fahrzeug. Und da hinten ist das kleine Steuergerät, was ich euch vorhin gezeigt hatte, speziell jetzt für die Anhängerkupplung. Die meisten Kabel, die da reingehen, die ganzen Stecker, die waren schon alle vorbereitet. Also da mussten wir relativ wenig machen. Das ist wirklich schön von Mazda vorbereitet. Das kenne ich auch von den älteren Modellen nicht ganz so schön. Ein bisschen was mussten wir mit diesem Kabeldieben umpinnen, aber es ist wirklich minimal gewesen. Und hier oben, da wo ich gerade die Verkleidung noch in der Hand habe, haben wir hier ein Loch eingeschnitten, um diese Taste zu verbauen. Ich finde die echt schick, schön gemacht, so ein bisschen hochwertig. Die leuchtet natürlich dann, wenn es aktiv ist und zeigt euch eben den Betriebszustand von der Anhängerkupplung an. Ansonsten gibt es jetzt hier drinnen gar nicht mehr so viel zu entdecken. Das Wichtigste steckt natürlich ein bisschen tiefer. Und ihr seht schon, hier die Anhängerkupplung ist schon montiert. Man würde jetzt vielleicht im ersten Moment denken, hey, die ist doch bestimmt hier irgendwie so direkt dran gebaut, wo dieser Pralldämpfer mal war. Den habe ich euch ja vorhin auch schon erklärt gehabt. Aber nein, wir haben ja diese, wie soll ich sagen, diese Verlängerungen oder Blenden oder was auch immer. Das sind diese Teile, die wir auch schon mal dran drapiert hatten. Hier wurde die Anhängerkupplung montiert und dann wurde das hier am Fahrzeugrahmen direkt befestigt, dass wir auch hier einen schönen Winkel haben. Das heißt, genau genommen schwebt also die Anhängerkupplung hier hinten, ist also nicht direkt hier hinten verbaut, sondern wirklich nur an den seitlichen Rahmenpunkten. Ja, und dann haben wir ja diese Öffnungen, beziehungsweise diese Halterung für die Auspuffgummis. Da haben wir dann die schwarzen Blenden hingemacht. Hier sind dann diese Auspuffgummis zu sehen, natürlich links und rechts genauso. Wir hatten ja auch schon über unser Hitzeschutzblech gesprochen. Das ist dieses Teil hier. Und das sorgt natürlich dafür, dass wenn hier richtig Hitze entsteht, dass das Kabel, was sich hier befindet, nicht zu viel Temperatur abbekommen, dass das ein bisschen geschützt ist. Ansonsten haben wir die Kabel natürlich hier schön verlegt, dass das alles sauber ausschaut, dass da nichts klappern kann, irgendwie runterhängen kann. Das ist uns immer wichtig. Und ihr seht schon, wir haben auch hier gleich mal hinten noch so ein bisschen Konservierung drauf gemacht, dass diese Schrauben und die ganzen Punkte natürlich auch nach langer Zeit noch richtig schön aussehen. Ja, jetzt kommt natürlich als nächstes dann wieder unsere Stoßstange ins Spiel, die wir da dran machen müssen, denn im Endeffekt sind wir hier auch schon ziemlich durch. Und ich habe die Stoßstange mal direkt für euch vorbereitet, die schauen wir uns auch mal ein bisschen näher an. Hier seht ihr nun den Ausschnitt der Anhängerkupplung. Mazda hatte schon ziemlich viel vorbereitet, ist auch bei nur wenigen Modellen der Fall. Normalerweise würde das so ausschauen, also im Originalzustand habt ihr hier unten so eine Blende dran. Und die ist einfach nur mit Clips festgemacht, die macht man weg. Und hier an dieser Stelle war tatsächlich noch Kunststoff. Und zwar ist Folgendes: In Amerika gibt es tatsächlich auch wie in anderen Ländern teilweise unterschiedlichste Befestigungsmethoden oder Systeme für Anhängerkupplungen. Und man hat eben für den amerikanischen Markt, die kleinste sozusagen, die kleinste Version haben, schon mal den kompletten Ausschnitt vorbereitet. Einfach nur diese Blende wegmachen und dann ist das auch erledigt. Da wir bei uns allerdings die vollelektrische Anhängerkupplung haben, brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz. Das heißt, hier muss dann an der rechten Seite noch ein bisschen ausgeschnitten werden. Ich kann euch das mal zeigen. Also dieses Stück sozusagen haben wir nachträglich ausgeschnitten, damit dann auch hier die Anhängerkupplung genügend Spielraum hat, um sich zu entfalten. Ja, und wir überlegen jetzt gerade noch so ein bisschen, ob wir das vielleicht noch ein bisschen schicker machen können. Mein Karosseriebauer hat hier so ein bisschen angezeichnet schon, was wir wirklich am Platz brauchen, damit hier vorne diese Blende noch dran ist. Aber das ist prinzipiell optional. Man wird es wahrscheinlich auch im Alltag gar nicht so sehr sehen. Das ist ja wirklich ganz unten. Wenn ihr jetzt so steht wie ich gerade, dann seht ihr das eigentlich gar nicht, wenn dann überhaupt weit von hinten. Aber ja, wir gucken mal vielleicht mit 3D-Drucker oder wir nehmen einfach dieses Teil. Mal schauen, wie es hinterher ausschaut, damit es noch ein bisschen schicker wird. Ich nutze die Gelegenheit aber auch mal, um in die Stoßstange reinzugucken.
Da sind auch ein paar interessante Sachen dabei. Ich drehe die mal so. Hoppala. Marcel, also jetzt auf dem Kopf müsst ihr euch ein bisschen umdenken. Und zwar ist hier innen drin auch was Interessantes zu sehen. Das fragen die Kunden auch öfter mal nach. Das ist die sogenannte Hands-Free-Steuerung der elektrischen Heckklappe. Das bedeutet, wenn ihr also so eine Fuß- und eine Kickbewegung macht, dann könnt ihr also, wenn ihr zum Beispiel Gepäck in der Hand habt, die elektrische Heckklappe aktivieren. Die geht dann also auf oder zu, einfach mit so einer Fußbewegung. Und hier sind im Endeffekt Sensorkabel drin. Die habe ich jetzt hier mal für euch vorbereitet. So, ich schaue mal gerade. Weil sonst müsste ich es jetzt ausbauen. Das ist jetzt aus dem Unfallauto mal ausgebaut. Gibt es also zwei so Sensorkabel, ein unteres und ein oberes. Und durch diese Kickbewegung erzeugen das wahrscheinlich irgendein induktives Feld oder irgendwelche Energie, wo erkannt wird, dass ihr praktisch euch bewegt. Und dann wird diese Heckklappe aktiviert. Und genau das befindet sich dann hier in dieser Abdeckung dahinter. So, und das müssen wir tatsächlich auch dann später ein bisschen umprogrammieren, denn man will natürlich vermeiden, wenn ihr zum Beispiel einen Fahrradträger dran habt, also die Anhängerkupplung aktiv benutzt, dann soll natürlich die elektrische Heckklappe nicht automatisiert aufgehen, weil die dann denken könnte, irgendwie durch diese Bewegung, dass da vielleicht irgendwie ein Fuß war und das war tatsächlich nur der Fahrradträger. Deswegen muss man es ein bisschen umprogrammieren, dass das ausgeschaltet ist, sobald eben die Anhängerkupplung benutzt wird. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen mehr zu entdecken. Vielleicht hier an der Seite auch mal ganz interessant. Man sieht hier ja, so kleine Kabelsteuergeräte. Das sind die sogenannten Seitenradare, die sich links und rechts befinden. Früher waren die noch am Karosseriebereich dran und die kümmern sich zum Beispiel eben um die Funktionen wie so ein tote Winkelwarnsystem, also wirklich richtige Radarsensoren, die erkennen, wenn euch jemand überholen will, damit ihr da gewarnt werdet im Spiegel. Das kennt ihr vielleicht, diese gelben Lampen. Bei den neuen Modellen ist es sogar so, dass wir auch, wenn man dann rückwärts rausfährt, dass dann der hintere Seitenverkehr, man sagt auch Querverkehrswarnung dazu, dass der erkannt wird, weil diese Sensoren schon sehr weit dann an der Straße draußen sind, haben die natürlich ein tolles Blickfeld und können euch rechtzeitig warnen, wenn da irgendwie ein Auto kommt. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt hier gar nicht so viel zu entdecken. Ich würde mit euch aber allerdings noch mal einen Blick unter das Auto werfen, um uns den neuen CX-5 mal von unten anzuschauen. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich hier unter den CX-5 schaue, sind diese, ich nenne es jetzt mal Diffusoren oder Luftleitbleche, wie so kleine Spoiler, kann man sich das auch vorstellen. Man will also ganz bewusst hier die Luft umleiten, damit möglichst wenig Verwirbelungen entstehen, die natürlich zum einen mal ja effizient und Leistung kosten, Geschwindigkeit, aber natürlich auch Geräusche verursachen können. Positiver Nebeneffekt ist hier natürlich auch, dass man kleine Steinchen, Schmutz und so weiter, Wasser von diesen Achsträgern abhält, die dann einfach nach einigen Jahren noch schöner aussehen. Das Ganze geht sogar hier so ein bisschen weiter vorne, also hat hier den vorderen Teil noch dran gemacht. Übrigens Einzelradaufhängungen auf der Hinterachse und auf der Vorderachse natürlich auch. Und dann, wenn wir mal so ein bisschen weiter schauen, uns hier so an diesem Auspuffrohr entlanghangeln, sehen wir links und rechts davon auch eigentlich einen sehr, sehr schönen glatten Unterboden, der nicht nur aus Metall besteht, sondern Mazda hat sich da auch Gedanken drüber gemacht. Wir haben hier so eine Art Kunststofffilz. Das bedeutet, dass wir hier, gerade wenn man eben auf regnasser Fahrbahn fährt oder irgendwo ein bisschen Dreck auf der Straße ist, dann tropft das hier so ein bisschen und wird so ein bisschen gedämmt, wie man das von dem Teppich zu Hause kennt, so eine Art. Das heißt auch wieder hier bessere Geräuschdämmung, das heißt, das Auto fährt leiser. Aber natürlich auch hier wird wieder der Unterboden geschützt, dass eben diese ganzen äußeren Witterungseinflüsse nicht direkt aufs Metall kommen, auch wenn man es konserviert. Irgendwann lässt diese Konservierung natürlich nach und das hilft auf jeden Fall enorm. Dann haben wir auch was Neues. Das haben tatsächlich ganz, ganz viele neue Modelle auch, die es früher nicht gab. Das ist eine Abgasstauklappe. Das heißt, hier ist ein kleiner Stellmotor mit einer Klappe drin. Das heißt, wir werden hier, je nachdem Lastzustand, Motortemperatur etc., wird das eben komplett geöffnet oder ein bisschen geschlossen, um den Staudruck zu erhöhen. Braucht man teilweise für die Abgasrückführung, damit die besser funktioniert. Wenn unser Blick mal so ein bisschen weiter vorgeht, sehen wir hier einen ziemlich üppigen Mittelschalldämpfer, Vorschalldämpfer, je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Hier wird also nochmal das Geräusch reduziert, damit eben möglichst wenig Abgasgeräusch hinten rauskommt oder möglichst so angenehm, dass man es nicht als störend empfindet. Hier auch mal ganz interessant, habe ich bisher auch noch nicht gesehen, eine spezielle Gummimischung für die Dämpfer hier, wahrscheinlich extrem hitzeresistent, meine Vermutung, oder einfach vielleicht ein bisschen softer, besser gedämmt, ich weiß es nicht, besser gedämpft. Und da befindet sich jetzt auch noch eine Besonderheit drunter. Wir haben bei dem Fahrzeug nämlich genau genommen zwei Katalysatoren. Wichtig also keinen Otto-Partikelfilter, sondern wirklich zwei Katalysatoren. Wir haben einmal den Hauptkatalysator, der befindet sich direkt am Motor, damit er eben möglichst schnell warm wird. Das ist ja gewünscht, dass eben die Abgaswerte so schnell wie möglich erreicht werden, die man auch von der EU fordert. Es gibt allerdings nochmal einen zweiten, der sich hier befindet, der dann eben wahrscheinlich nochmal so die Feinheiten abarbeitet, damit hinten möglichst wenig Emissionen rauskommen.
Ja, hier vorne gibt es dann gar nicht mehr so viel zu entdecken. Die Japaner sind ja immer ziemlich wartungsfreundlich. Also hier Öffnung für Ölfilter. Auch hier wieder eine schöne, leicht geflockte Abdeckung, um auch wieder Geräusche zu eliminieren. Und hier vorne seht ihr das auch schon. Also wirklich, es sind also keinerlei Luftverwirbelungen fast möglich. Geht hier schön glatt durch, um eben ja, möglichst den Verbrauch zu senken und Windgeräusche zu eliminieren. Von der Bremsanlage hat sich gegenüber dem Vorgängermodell tatsächlich nichts verändert, habe ich schon gesehen. Wir haben vorne innenbelüftete Bremsscheiben, hinten normale Bremsscheiben ohne Innenbelüftung. Und ansonsten von der Technik selber sieht man natürlich die Gene, dass es ein CX-5 ist, der hier allerdings halt an verschiedensten Stellen weiterentwickelt wurde. Als nächstes würde ich vorschlagen, dass wir alles wieder zusammenbauen und dann natürlich auch mal hier im Video für euch die Anhängerkupplung direkt mal im Praxistest ausprobieren. Sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie ihr sehen könnt, neuer Tag und wir sind mit den Arbeiten komplett fertig. Es wird also Zeit, jetzt mal die Anhängerkupplung auszuprobieren. Wir haben bei diesem Fahrzeug eine sogenannte Hands-Free-Heckklappe, also eine elektrische Heckklappe mit Fußsteuerung. Und das funktioniert ganz einfach. Wir müssen natürlich einen Schlüssel dabei haben, einfach so eine kleine Kickbewegung machen und dann geht auch schon die Anhängerkupplung auf. Ich sehe das ab und zu, weil es das bei anderen Marken gibt, dass man dann unten immer so von links nach rechts wedelt. Bei uns ist es eben eine Kickbewegung. Mit dem Wedeln funktioniert es auch manchmal. Mit der Kickbewegung funktioniert es allerdings deutlich besser. Jetzt versuche ich mal die Seite mit dir zu tauschen, Marcel. Ihr seht jetzt hier unsere Taste, die leuchtet auch. Das ist immer das Zeichen, dass sie aktiv ist. Warum sage ich das? Es hat folgenden Hintergrund: Wenn man jetzt das Auto tatsächlich längere Zeit offen steht, geht das Ganze in so eine Art Energiesparmodus und wird dann nicht mehr leuchten. Dann müsstet ihr also mal ganz kurz die Türen öffnen und schließen, dann leuchtet es wieder. Dann geht auch die Anhängerkupplung auf und das probieren wir natürlich direkt mal aus. Also nur einfach kurz drücken und dann dauert es einen klitzekleinen Moment. Da seht ihr es schon. Und dann ist die Anhängerkupplung auch schon fest arretiert. So, und wie ihr das von den Anhängerkupplungen von den anderen Modellen kennt, hat Mazda das wirklich sehr schön gemacht. Der Elektrosatz ist direkt an der Anhängerkupplung integriert. Da gibt es tatsächlich auf dem Markt auch einige nicht so schöne Lösungen, wo man dann hier unten nochmal so richtig sich bücken müsste, um das reinzustecken. Und dann macht man sich vielleicht, wenn man Pech hat, noch die Hosenbeine dreckig. Hier haben wir noch so eine Öse, wo man das Notseil von der Auflaufbremse von dem Anhänger dann festmachen kann. Finde ich immer ganz gut. Und ansonsten gibt es hier eigentlich nicht wirklich viel zu erklären. Also es ist wirklich clever gemacht. Was mir auch schon in der Zwischenzeit aufgefallen ist, dass praktisch im Auto jetzt, wenn ich das ausklappe, direkt eine Information kommt, dass jetzt hier die Sicherheitssysteme, die besonders eben für den rückwärtigen Verkehr gedacht sind, dass die während dieser Anhängerbetriebs ausgeschaltet sind, weil die natürlich sonst Fehlfunktionen erzeugen würden, wie zum Beispiel in der tote Winkelwanne, der dann die ganze Zeit vielleicht denkt, dass euer Wohnwagen euch überholen will. Und was auch immer ganz, ganz häufig von euch gefragt wird, ist das Thema Verkabelung. Das heißt also, haben wir Dauerplus, haben wir Zündungsplus. Und bei Mazda ist es tatsächlich jetzt hier bei den neuen Modellen immer so, dass Dauerplus schon fest installiert ist. Immer besonders praktisch, wenn man eben mit Wohnwagen unterwegs ist. Und Zündungsplus müsstet ihr dann tatsächlich noch legen lassen. Das ist zwar von der Anhängerkupplung alles schon vorbereitet, ungefähr so bis zu dieser Stelle. Da ist dann das Kabel von der Anhängerkupplung zu Ende. Und da könnte man dann theoretisch noch einen Zündungsplus installieren, wenn ihr das eben entsprechend haben wollt. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie eure Batterie beim Fahren im Wohnwagen laden möchtet. Ist aber auch kein Problem, kann man einfach noch legen lassen, müsst ihr aber links sagen. Ja, ansonsten, wenn die Anhängerkupplung dann auch tatsächlich aktiv ist, also wenn sie irgendwo angesteckt ist, kann man sie natürlich auch nicht mehr ein- und ausklappen. Und auch diese Fußsteuerung hat man eben bewusst ausgeschaltet. Das hatte ich aber schon bereits im Video. Können wir euch nachher noch mal kurz zeigen. Jetzt wird es Zeit, dass wir auch mal einen Fahrradträger probieren, hätte ich gesagt. Das heißt, machen wir wieder zu. Und ja, die unsere Videos kennen, mein berüchtigter Fahrradträger, probieren wir einfach mal kurz drauf zu montieren. So, hinten drauf. Schauen wir uns mal den Abstand an. Schaut gut aus, also da hat man ein bisschen Puffer. Okay, und dann tue ich jetzt das hier schnell fixieren. Jawohl. Geht noch ein bisschen runter, da ist ein bisschen schief. Jetzt, okay. Anklappfunktion, ups. Funktioniert auch. Kann ich das hier direkt einstecken. Wo ist die Nase? Da ist die Nase. Dann da rein. Und dann rastet das hier in dieser Kappe auch direkt ein. Von der Kabellänge passt das top. Hier habe ich jetzt natürlich kein Notseil. Ich habe nur einen Fahrradträger, keine Auflaufbremse. Jawohl. Und jetzt müssen wir noch die Dinger hier runterklappen. Zack, Nummer 1. So. Nummer 2. Gut, das mache ich jetzt im Endeffekt nur so ein bisschen hilfsweise und dann machen wir uns mal ein bisschen Platz für das erste Fahrrad.
Okay. Okay, schauen wir uns mal von der Seite vielleicht auch an. Marcel, vielleicht kannst du mal so ein bisschen von dieser Seite gucken. Wichtig ist mir immer hier der Abstand vom Lenker zum Fahrzeug, dass das hier nicht touchieren kann. Und es gibt ja wirklich auch einige Mountainbikes, die sehr breite Lenker haben. Das ist jetzt hier eher schmaleres. Aber selbst wenn man jetzt hier nochmal 10 cm an jeder Seite dazu denken würde, das wäre also überhaupt gar kein Thema. Finde ich klasse. Und selbst wenn das Fahrrad jetzt ein bisschen kleiner wäre, auch hier in dem Bereich haben wir wirklich richtig viel Spielraum. Von daher ist es wirklich absolut safe, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Was natürlich nicht geht, aber ich denke, das kann man schon sehen, dass ich jetzt die Heckklappe hochklappen kann, denn dann ist einfach nicht genug Platz da. Dazu braucht ihr natürlich wieder so einen Fahrradträger wie der hier, ich hatte es ja gerade schon gemacht, wo man das ein bisschen abklappen kann. Der ist noch ein bisschen besonderer, weil man den wirklich fast auf 90 Grad senken kann. Den habe ich mir mal extra gekauft für unser Wohnmobil, dass man hin diese großen Flügeltüren machen kann. Und jetzt hatten wir auch schon miteinander gesprochen. Stellt euch vor, ihr seid jetzt hier irgendwie unterwegs am Rumbasteln, kommt jetzt hier versehentlich mit eurem Fuß an diese Kick-Funktion ran oder vielleicht natürlich schlimmer noch, wenn das Fahrrad nicht abgeklappt ist, sondern wirklich dran ist. Und ihr seht schon, egal was ich mache, also die Heckklappe geht nicht auf und genauso soll es ja letzten Endes auch sein. Und dann kann ich euch natürlich auch noch mal zeigen, die Frage kommt auch immer wieder, was ist denn eigentlich mit der elektrischen Anhängerkupplung, wenn man jetzt was angeschlossen hat, klappt die sich dann tatsächlich noch ein? Und vielleicht kannst du es mal einfangen. Man sieht, die Taste ist auch schwarz, das heißt, sie ist komplett ohne Funktion. Da kann man also jetzt drücken, wie man will. Ich mache es mal für euch. So, also hier könnt ihr drücken, wie ihr wollt. Funktioniert nicht. Würde ich jetzt natürlich den Stecker abstecken, dann weiß das Auto ja nicht mehr, dass ihr jetzt was an der Anhängerkupplung dran habt. Dann würde das versuchen, sich zu schließen, aber würde natürlich irgendwo dann an eine Grenze kommen und dann einfach stehen bleiben. Gut, das gibt es jetzt hier mal zum Erklären für die Anhängerkupplung. Wir schauen uns jetzt direkt mal das Ganze noch in der Kamera an, wenn wir die Rückansicht schauen, ob wir die Kugelkopf gut sehen können. Dazu mache ich jetzt kurz das Fahrrad ab. Wir treffen uns gleich wieder im Innenraum. Fahrzeug ist schon an und ich zeige euch gleich mal, wie wir hier die Rückfahrkamera aktivieren können. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Einfach den Rückwärtsgang einlegen, das ist so ganz intuitiv. Oder natürlich hier auf das Kamerasymbol drücken. Dann seid ihr hier schon mal in der typischen Ansicht, wo man hier zum Beispiel auch die 3D-Ansicht vom Fahrzeug sich anschauen könnte. Wenn das Fahrzeug frisch gestattet ist, sind natürlich die Umgebungsbilder nicht besonders detailliert. Dazu müsstet ihr erstmal fahren, dann wird das Ganze aufgenommen und dann besser dargestellt. Und hier kann man sich so ein bisschen das auch räumlich besser darstellen dann in der Parklücke. Ansonsten müsstet ihr einfach jetzt zum Beispiel hier den Rückwärtsgang einlegen und dann wird das rechte Bild durch ein tatsächliches Kamerabild ersetzt. Hier seht ihr auch schon so ein bisschen unsere Anhängerkupplung, aber durch diese Dreifachansicht, also eine Kombination aus Rückfahrkamera und den seitlichen Kameras, finde ich jetzt tatsächlich hier das mir ein bisschen zu weit weg. Ich würde es mir gerne ein bisschen näher ranholen. Das ist natürlich möglich, dafür habt ihr hier noch weitere Ansichten. Besonders praktisch finde ich die, da hat man wirklich schon mal einen ziemlich guten breiten Blick. Man sagt auch vielleicht so ein bisschen Fischaugeneffekt dazu. Hier in der Mitte kann man sich gut vorstellen und dann am Rand wird es immer breiter. Hier seht ihr, es ist schon sehr gut die Anhängerkupplung. Könntet ihr jetzt direkt hier auf den Anhänger zufahren, ohne dass ihr einen Einweiser braucht. Oder aber, wenn ihr sogar noch ein bisschen mehr euch, in Anführungszeichen, auf diesen Bereich hier fokussieren wollt, einfach da drauf drücken. Und das finde ich echt auch eine sehr schöne Ansicht, die auch sich fürs Auge gut darstellt, dass man sich das Ganze räumlich vorstellen kann. Das finde ich auch richtig klasse. Und jetzt gehe ich noch mal ganz kurz hier auf diese sogenannte Durchsichtsmodus, wo man hier diesen schwarzen Bereich sieht. Und bei dem Auto ist es ja tatsächlich so, dass das erste Modell von Mazda, dass die Bilder, die es aufnimmt, dann auch hier rein berechnet. Ich zeige euch das mal. Ich fahre jetzt gerade mal ein kleines Stückchen rückwärts. Achtet mal jetzt hier bitte auf den schwarzen Bereich. Und der wird jetzt, je weiter ich fahre, immer kürzer werden. Das heißt, hier sind jetzt dann schon einige Daten aufgenommen und die werden jetzt hier, ich sage jetzt mal, simuliert, damit ihr wisst, was sich unter eurem Fahrzeug befindet. Jetzt ist natürlich witzig, dass die Anhängerkupplung natürlich einen gewissen Bereich blockiert, den das Auto nicht mehr sehen kann. Das wird dann hier so eine Art schwarze Linie dargestellt. Und wenn wir das jetzt hier sehen, seht ihr also auch, wo wir da unterwegs waren. Jetzt, wenn ich wieder vorwärts fahre, dann wird also auch dieser Bereich hier wieder aufgenommen. Das Bild wird dargestellt. Und jetzt hat die vordere Kamera eben festgestellt, dass da ja doch nichts war und hat das natürlich direkt mal aktualisiert. Also ich finde das ein richtig cooles Kamerabild und gerade wenn man vielleicht sogar ein bisschen unterwegs ist im Gelände, eine tolle Sache, weil man eben so ein bisschen weiß, was da gerade unterm Auto sich befindet. Dann wird auch relativ häufig nachgefragt, ob es irgendwie einen speziellen Anhängermodus gibt. Das ist tatsächlich jetzt beim CX-5 nicht der Fall.
Beim CX-60 war es so, dass man dann in so eine Art Towing-Modus rein konnte. Hier haben wir auch so einen MI-Drive-Schalter. Der befindet sich hier am Lenkrad, relativ einfach zu finden. Früher musste man immer die Hände vom Lenkrad nehmen. Das finde ich sogar ein bisschen besser. Und da können wir hier zwischen zwei Modi wählen. Einmal den Normalmodus, in dem man sich befindet, das ist so der Alltagsmodus, sage ich einfach mal, und der Sportmodus, den man dann auch noch aktivieren kann. Dann wird alles ein bisschen geschärft, Servolenkung, Gaspedal-Kennlinie, aber wie gesagt kein eigener Modus jetzt hier speziell für den Anhänger. So, das sind jetzt nur die wichtigsten Informationen zum Thema Anhängerkupplung. Habe euch, glaube ich, alles gezeigt, was man so mit dem Ding anstellen kann. Habt ihr noch irgendwelche anderen Fragen, schreibt es wie immer in die Kommentare unten rein. Versuchen wir natürlich immer so schnell wie möglich zu antworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Freut uns natürlich immer sehr. Vergesst übrigens nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr übrigens immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.